Du sitzt auf 11.000 Meter Höhe in einem Airbus oder einer Boeing. Draußen vor dem Fenster minus 55 Grad Celsius. Ein Wassertropfen würde in einer halben Sekunde zu einem festen Eiskristall. Ein Liter Benzin, eingesperrt in einem Glas und nach draußen gestellt, würde sich in eine zähe, klumpige Paste verwandeln, lange bevor er gefriert. Aber 2 Meter unter dir, in den Tragflächen der Maschine, liegen 60.000 Liter Treibstoff bei genau dieser Temperatur. Sie fließen, sie verbrennen, sie halten 2 Triebwerke am Laufen, die jeweils mehr Schub erzeugen als alle Lokomotiven der Deutschen Bahn zusammen. Dieser Treibstoff ist nicht Benzin, es ist nicht Diesel, es ist Kerosin, eine Flüssigkeit, die in den 80er Jahren als billiges Lampenöl verkauft wurde und heute jede einzelne kommerzielle Passagiermaschine der Welt antreibt. Und es gibt einen sehr genauen, fast unheimlichen Grund, warum ausgerechnet dieser unscheinbare Stoff den Wettlauf um den Himmel gewonnen hat. Willkommen beim Kern der Dinge. Um zu verstehen, wie Kerosin zum unangefochtenen Treibstoff der Luftfahrt wurde, müssen wir zurück in die späten 30er Jahre. Im Sommer 1939 in Rostock an der deutschen Ostseeküste hob ein kleines, plumpes Flugzeug zum ersten Mal vom Boden ab. Es war die Heinkel He 178, die erste mit einem Strahltriebwerk angetriebene Maschine der Geschichte. Konstrukteur des Triebwerks war ein junger Physiker namens Hans von Ohain. Fast zur selben Zeit, in England, entwickelte der Royal Air Force Ingenieur Frank Whittle ein konkurrierendes Konzept. Beide Männer wussten nicht voneinander. Beide standen vor demselben Problem. Welche Flüssigkeit sollte man in dieses neue, gnadenlos heiße Triebwerk pumpen? Die Antwort kam nicht aus einem Labor. Sie kam aus der Logistik des Zweiten Weltkriegs. Hochwertiges Flugzeugbenzin wurde in jenen Jahren von tausenden Kolbenmotorbombern der Alliierten und der Wehrmacht verschlungen. Jeder Tropfen war auf Wochen hinaus verplant. Kerosin dagegen war ein billiges Nebenprodukt der Erdölraffinerie, jahrzehntelang nur als Lampenöl genutzt, in den Tanks der Raffinerien lagerten ganze Seen davon. Die Konstrukteure auf beiden Seiten der Front trafen dieselbe pragmatische Entscheidung. Wenn das neue Triebwerk Kerosin zum Brennen bringt, dann wird es eben mit Kerosin laufen. Aus dieser Notlösung wurde nach 1945 der globale Standard. Aber die wahre Begründung, warum Kerosin geblieben ist, hat mit Krieg und Knappheit nichts mehr zu tun. Sie hat mit Chemie zu tun. Aber es gab ein Problem. Sobald die Düsenflugzeuge der Nachkriegszeit immer höher und schneller flogen, wurde sichtbar, dass die Wahl des Treibstoffs keine Notlösung war, sondern eine Naturgesetzentscheidung. Auf einer typischen Reiseflughöhe von 10.000 bis 12.000 Metern liegt die Außentemperatur zwischen minus 50 und minus 60 Grad Celsius. Hier scheitert Benzin. Normales Autobenzin gefriert nicht im klassischen Sinn, aber bei etwa minus 60 Grad bilden sich in der Flüssigkeit zähe Wachsklumpen, die jeden Filter im Triebwerk verstopfen würden. Schon bei minus 40 Grad wird Benzin so dickflüssig, dass die Treibstoffpumpen an ihre Grenzen kommen. Kerosin dagegen bleibt flüssig. Standard-Kerosin der Sorte Jet A friert erst bei minus 40 Grad, die international gebräuchliche Variante Jet A1 erst bei minus 47 Grad. Für Flüge über die Pole, etwa von Frankfurt nach Tokio über Sibirien, gibt es eine Spezialmischung namens Jet B, die mit minus 72 Grad selbst arktische Bedingungen aushält. Doch der Gefrierpunkt ist nur die halbe Wahrheit. Mindestens genauso wichtig ist der Flammpunkt, also die Temperatur, ab der ein Treibstoff entflammbare Dämpfe abgibt. Benzin verdampft bereits bei minus 40 Grad und bildet eine hochexplosive Wolke um die Tankfüllung. Ein einziger Funke, eine elektrostatische Entladung in der Tragfläche und das Flugzeug wäre eine Bombe. Kerosin hingegen entzündet sich erst ab 38 Grad Celsius. Bei normaler Tanktemperatur kannst du eine brennende Streichholzflamme in eine offene Schale Kerosin werfen und die Flamme wird einfach erlöschen. Diese Eigenschaft, lange für eine technische Schwäche gehalten, wurde zum entscheidenden Sicherheitsmerkmal der modernen Luftfahrt. Doch es geht nicht nur darum, ob ein Treibstoff brennt oder gefriert. Es geht um Wirtschaftlichkeit. Ein Langstrecken-Airbus A350 verbrennt auf dem Weg von Frankfurt nach Singapur rund 140.000 Kilogramm Treibstoff. Jedes zusätzliche Kilo, das das Flugzeug an Bord nehmen muss, kostet Schub, Reichweite und Geld. Kerosin der Sorte Jet A speichert pro Kilogramm rund 43 Megajoule Energie. Das ist beinahe so viel wie hochwertiges Diesel und deutlich mehr als reiner Wasserstoff pro Volumen. Die Dichte von Jet A liegt bei 0,820 Kilogramm pro Liter. Das bedeutet, selbst kleine Tanks schleppen viel Energie.
Ein Tank, der 100 Liter Kerosin fasst, enthält chemisch gespeicherte Energie, die ausreichen würde, um ein durchschnittliches deutsches Einfamilienhaus für mehrere Wochen zu beheizen. Hinzu kommt eine subtile, oft unterschätzte Eigenschaft. Kerosin ist weniger zähflüssig als Diesel und weniger flüchtig als Benzin. Es lässt sich bei niedrigen Temperaturen in dünnen Leitungen unter hohem Druck zerstäuben, durch winzige Düsen pressen und in die Brennkammer einspritzen, wo es in Sekundenbruchteilen auf 2000 Grad erhitzt wird. Diese Mischung aus hoher Energiedichte, niedriger Viskosität und kontrollierter Entflammbarkeit existiert in keinem anderen praktisch verfügbaren Treibstoff. Wasserstoff ist energiereicher, aber er muss bei minus 253 Grad flüssig gehalten werden und braucht Tanks, die das Doppelte des Volumens normaler Kerosintanks erfordern. Erdgas explodiert zu leicht. Diesel ist zu zäh. Methanol enthält weniger als die Hälfte der Energie pro Liter. Kerosin gewinnt nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es keine ernstzunehmenden Konkurrenten hat. Die Konsequenzen reichen weit über die zivile Luftfahrt hinaus. Im Jahr 1989 entschied sich die NATO für einen einzigen, einheitlichen Treibstoff für alle Land-, Luft- und Seefahrzeuge. Jottet P8. Es ist im Kern Jet A1, also reines Kerosin, mit zusätzlichen Antistatik-, Korrosions- und Vereisungsschutzaditiven. JP8 treibt heute alle Strahljäger der Bundeswehr an, alle Tornados der italienischen und britischen Streitkräfte, alle Hubschrauber der US Army. Aber es treibt auch die Dieselgeneratoren der Feldlager an, manche Panzer, viele Lastwagen und sogar einige Heizungen in mobilen Hauptquartieren. Ein einziger Treibstoff für jedes Fahrzeug, jedes Triebwerk, jeden Generator. Diese Vereinheitlichung wurde möglich, weil Kerosin so vielseitig ist, dass es in einem Düsentriebwerk genauso funktioniert wie in einem Kolbenmotor mit Selbstzünder. Auch zivile Hubschrauber, viele Geschäftsflugzeuge mit Turboprop-Triebwerken und sogar einige Schiffe nutzen Kerosin. Auf einer Boeing 50-7 verbrennt das Triebwerk pro Sekunde rund 1,5 Liter Kerosin im Steigflug. Das entspricht ungefähr dem Inhalt einer großen Wasserflasche, die alle 3 Sekunden in pure Beschleunigung umgewandelt wird. Pro Tag werden weltweit etwa 5 Millionen Tonnen Kerosin in Flugzeugen verbrannt. Das sind ungefähr 2,5 olympische Schwimmbecken voller Treibstoff. Jede Stunde, rund um die Uhr, seit Jahrzehnten. Genau diese Allgegenwart ist heute auch das größte Problem der Branche. Der weltweite Luftverkehr verursacht rund 2,5% der globalen CO2-Emissionen, ein Anteil, der bei wachsendem Flugverkehr weiter steigt. Eine Alternative zu finden, ist nicht trivial. Denn alle bisherigen Kandidaten scheitern an einem der Kriterien, die Kerosin so erfolgreich gemacht haben. Flammpunkt, Gefrierpunkt, Energiedichte, Lagerbarkeit. Ironischerweise heißt die wahrscheinlichste Lösung für klimaneutrales Fliegen wieder Kerosin. Sogenanntes synthetisches oder nachhaltiges Flugzeugkerosin, im englischen Fachjargon Sustainable Aviation Fuel oder SAF, hat eine fast identische chemische Zusammensetzung wie das fossile Original. Der Unterschied liegt in der Herkunft. Statt aus Erdöl wird es aus Pflanzenölen, Algen, Speisefettresten oder direkt aus CO2 und Wasser hergestellt, mit Hilfe von erneuerbarem Strom. In Werlte im Emsland steht seit 2021 die erste industrielle Anlage Deutschlands, die aus Wind- und Solarstrom synthetisches Kerosin produziert. Die Lufthansa hat angekündigt, bis 2030 10% ihres Treibstoffs durch SAF zu ersetzen, ein gesetzliches Ziel der Europäischen Union. Doch das eigentliche Detail ist faszinierend. Die Triebwerke, die Tanks, die Hydraulik, das gesamte System der modernen Luftfahrt ist so eng auf die chemischen Eigenschaften von Kerosin abgestimmt, dass kein Hersteller diese Eigenschaften ändern will. Selbst die nachhaltige Zukunft des Fliegens basiert auf Molekülen, die in ihren Eigenschaften exakt jenem Lampenöl entsprechen, das im 19. Jahrhundert in Petroleumlampen brannte. Die Frage ist nicht mehr, ob Kerosin ersetzt wird. Die Frage ist, woher es kommt. Du sitzt wieder im Flugzeug auf 11.000 Meter Höhe. Draußen minus 55 Grad. In den Tragflächen unter dir Zehntausende Liter einer klaren, leicht gelblichen Flüssigkeit, die kein Auto auf der Straße antreiben würde, kein Boot auf einem See, kein Feuerzeug in deiner Hand. Aber in dieser einen sehr spezifischen Anwendung, einem Strahltriebwerk in dünner, eiskalter Luft, ist sie konkurrenzlos. Jeder Liter erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte aus den späten 30er Jahren in Rostock, als ein junger deutscher Physiker das erste Mal hörte, wie sein Triebwerk auf einem Prüfstand brüllte.
Eine Geschichte aus den vollen Tanks alliierter Raffinerien, die kein hochwertiges Benzin mehr abgeben konnten. Eine Geschichte über -40 Grad in der Tragfläche und 2000 Grad in der Brennkammer, getrennt durch wenige Zentimeter Aluminium und Stahl. Das, was wir Kerosin nennen, ist kein Standard, der zufällig entstand. Es ist die einzige Flüssigkeit, die alle Forderungen gleichzeitig erfüllt. Kalt genug zu bleiben, sicher genug zu sein, dicht genug zu speichern und billig genug zu produzieren, um den globalen Luftverkehr überhaupt möglich zu machen. Manchmal ist die unauffälligste Flüssigkeit, die du nie in der Hand hältst, die Spur einer Geschichte, die tiefer reicht, als du ahnen würdest.